100, 200, 300, 400, 550. So viel. 549 € ohne GoPro-Abo oder mit GoPro-Abo 449 € kostet die Hero 11. Sollt ihr wirklich so viel Geld ausgeben? Weil hier eine Hero 8 kriegt ihr zwischen 150 und 170 € auf dem Gebrauchtmarkt. Muss es immer das teuerste und das modernste sein? In diesem Video vergleiche ich für euch die Bildqualität zwischen diesen beiden Kameras. Wie lange halten die Akkus, wann überhitzen sie, wann bricht also die Aufnahme ab. Natürlich Audioqualität mit dem internen Mikrofon und die Bildqualität im Allgemeinen. Wir reden jetzt nicht lange. So, 100, 150, 200 für die 8 und starten. 154 Gramm im Vergleich zur Hero 8, das ist die 10er. Im Vergleich zur Hero 8 126 Gramm. Also hier, die ist deutlich leichter. Kommen wir zur Auflösung, ganz wichtige Sache. Hier hat die Hero 11 sagenhafte 5,3K mit 60 Frames und 4K mit 120 Frames. 4K hat die 8er auch, allerdings nur mit 60 Frames und auf 5,3K muss die 8er oder ihr bei der 8er verzichten. In Sachen Sensor gibt es bei der Hero 11 einen neuen 1:1 9. Hier bei der 8er ist es ein 1/2 Sensor. Also der hier ist größer, klar, dadurch natürlich etwas rauschfreier. Zumindest sollte er das sein. Fotobereich 27 Megapixel Hero 11, 10 Megapixel Hero 8. Hyper Smooth, also das ist die Bildstabilisierung von GoPro, eine elektronische Bildstabilisierung hier in der Version 5.0, hier in der Version 2.0. Die maximale Videobitrate, ganz wichtig für die Qualität eurer Videos, liegt bei der 11er bei 120 Mbit und hier bei der 8er bei 100 Mbit. Das ist aber auch schon ein guter Wert. Dann kommen wir zu einer Neuerung bei der 11er, die ganz viele gefreut hat, mich auch, und das sieht auch super aus, Farben. 10-Bit Farben, hier 8-Bit. Im Inneren der Hero 11 werkelt der GP2-Prozessor, übrigens auch schon hier bei der Hero 10, und bei der Hero 8 ist es noch der GP1. Und dann kommen wir zum Akku, und da gibt es einen riesen Unterschied. Die Hero 11 hat hier einen Akku mit 1720 mAh. Na, kriege ich den mal hier raus. 1720 und die Hero 8 1220, und das sieht man auch, wenn man die beiden jetzt mal hier anguckt. Ja, dieser sogenannte Endurance-Akku, also der hier, ist schon deutlich fetter und hat wesentlich mehr Kapazität. Doch heißt das auch letztendlich mehr Laufzeit? Das will ich in diesem Video auch testen, die Laufzeit der beiden. Und ganz klar, hier beim Endurance habt ihr einen weiteren Vorteil, der ist nämlich auf Kälte ausgelegt, bis zu -10 Grad. Denn mit den normalen Akkus habt ihr oft bei Minusgraden echt Probleme. Da gehen die GoPros oder andere Actioncams ganz schnell aus. Die Dynamik, also der Bereich zwischen hellen und dunklen Stellen, ist wirklich ganz wichtig. Das prüfe ich immer ganz gerne hier im Auto, weil es hier wechselnde Lichtverhältnisse gibt. Beide Kameras sind auf das eingestellt, was sie am allerhöchsten an Leistung vollbringen können. Also die Hero 11 mit 5,3K, 60 Frames und 10-Bit und die Hero 8 mit 4K, 60 Frames und die höchstmögliche Bitrate. Die Schärfe ist bei beiden auf Mittel eingestellt. Und hier haben wir jetzt so einen Bereich, ja, im Wald, wo das Licht dann eben auch wechselt, und da muss man schauen, oder da kann man schauen, und das interessiert mich besonders, wie sieht es in den dunklen Bereichen aus? Hat man da vielleicht ein Rauschen, und in den hellen Bereichen reißen da die Lichter aus? Wenn es einen guten und hohen Dynamikumfang gibt, dann muss eine solche Kamera damit echt gut zurechtkommen. Hier mal der 1:1 Bildvergleich, 5,3K 60 Frames 10-Bit gegen 4K 60 Frames 8-Bit aus dem Auto heraus. So, hier jetzt noch mal ein paar Einstellungen, farbig und mit vielen Strukturen, dass ihr einfach mal die Bildqualität der Hero 8 und der Hero 11 1:1 vergleichen könnt. Hier bei dem T erreicht die Hero 11 ihre Nacheinstellungsgrenze. Es ist etwas unscharf und bei beiden Kameras sitzt der Weißabgleich irgendwie gar nicht richtig. Der ist jetzt auf Automatik eingestellt. Schaut euch mal die Bilder vom iPhone an. Das ist ja wie Tag und Nacht. Also, wir haben hier richtig Licht, toll ausgeleuchtet. Das
gefällt mir nicht so gut. Hypersmooth, also die interne Bildstabilisierung digital von GoPro. Hero 8 gegen Hero 11 und da ist ja ein relativ großer Versionssprung drin, nämlich Hypersmooth 2.0 bei der 8er und 5.0 bei der Hero 11. So, schauen wir mal. Ich renne jetzt hier und wir gucken mal, wie stabilisieren die denn die beiden Kameras. Eieiei, lange keinen Sport mehr gemacht. So. Ui. Und jetzt drehen wir das Ganze auch mal um. Das heißt, mal auf mich gerichtet. So, und jetzt Hypersmooth 2.0 gegen Hypersmooth 5.0 in der umgedrehten Variante. Und ich muss gleich aufhören. Meine Güte, da komme ich außer Atem. 1:1 in Sachen interne Mikrofone, denn die GoPro Hero 8 und die Hero 11 haben jeweils 3 Mikrofone für die interne Audioaufzeichnung. Eins vorne und weitere 2 an den Seiten. So, wie ist denn jetzt der Ton, ohne dass man eine externe Funkstrecke oder ein externes Lavalier-Mikrofon angeschlossen hat? Denn zum Vloggen zum Beispiel, jetzt hier mit so einem Selfie-Stick, ist das ja gar nicht so unwichtig, wenn man wenig Aufwand betreiben will, dass man ja, Mikrofone hat in der Kamera. Und da schauen wir mal, wie der Oldie sich hier gegen die aktuelle Hero 11 schlägt. Hier haben wir also einmal die Tonprobe, einmal hier die Hero 11 im Ton. 1, 2, 3, 8, 9, 5, 7, 20 und die Hero 8. 1, 2, 5, 6, 9, 5, 7, 13. Also, soweit der Ton der beiden GoPros. Ich habe beide Kameras mal auf 1080p mit 24 Frames eingestellt. Ganz einfach, damit wir wirklich eine Einstellung haben, die eine lange Laufzeit verspricht. Und das Ganze dann mal getestet. Was denkt ihr denn? Die Hero 8 oder die Hero 11? Welche hält bei diesen minimalen Einstellungen länger, kann länger aufnehmen? Hier ist der Akku natürlich deutlich größer. Eigentlich ein unfairer Vergleich. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Übrigens, damit das Ganze ganz fair ist, habe ich mir noch mal einen nagelneuen Hero 8 Akku gekauft und habe hier den nagelneuen Hero 11 Akku. Beide wurden von mir zweimal geladen, also gleiche Bedingungen. So, und die Zeit läuft und läuft und läuft und hier seht ihr jetzt bei der Hero 11, sie schaltet ab nach 1 Stunde und 40 Minuten. Eine gute Zeit, 1 Stunde 40 Minuten muss ich sagen, absolut klasse. Die Zeiten ändern sich natürlich brutal nach unten, wenn ihr 5,3K oder 4K mit mehreren oder mit höherer Framerate fahrt, ganz klar. Ja, und für mich echt eine Überraschung, die Hero 8 läuft fleißig weiter. Bei rund 1 Stunde und 45 Minuten ist dann aber auch hier Schluss. Wohlgemerkt, beide die gleichen Einstellungen. 1080p mit 24 Frames und hier ein deutlich kleinerer Akku. Aber klar, die Monitore beispielsweise, die die Hero 11 hat, das hat ja hinten die Hero 8 nur und vorne nur ein LCD-Display. Die verbrauchen natürlich auch Strom. Also ein knapper Sieg für die Hero 8, aber dennoch, ja, 3 Generationen zurück, ein beeindruckender Wert, muss ich sagen. Also hier schlägt die kleine Hero 8, auch wenn es nur knapp ist, die Hero 11. Das Thema Hitze ist bei Actioncams ein ganz großes Problem, wenn sie nicht genügend Luft bekommt durch Fahrtwind oder sonstiges. Dennoch, wir wollen das jetzt mal testen ohne Fahrtest, und zwar die Hero 8 gegen die Hero 11, beide in der höchsten Auflösung. Das heißt für die Hero 11 5,3K 60 Frames, 10-Bit Hypersmooth an und für die Hero 8 4K 60 Frames und auch Hypersmooth an und die höchste Bitstufe, das sind 8-Bit. Dann starten wir das Ganze mal. Aufnahme 1, Aufnahme 2 und jetzt bin ich gespannt, wie lange halten die beiden durch. Tja, nach 12 Minuten und 16 Sekunden ist die Hero 11 im Hitzetest
ausgestiegen. Klar, das ist jetzt kein Test, sage ich mal, wo man sagt, dafür sind die Kameras gebaut. Aber dennoch, auch mal will man irgendwas drehen, sage ich mal, wo die Kamera nicht bewegt ist. Und da ist es schon interessant, 12 Minuten 16, dann ist Schluss bei der Hero 11. Die Hero 8, die läuft weiter. Aber wie lang? Nach 25 Minuten und 30 Sekunden ist dann aber auch bei der Hero 8 Schluss. Überhitzung, sie hat keine Lust mehr. Das ist natürlich ein Stresstest, klarer Sieg für die Hero 8. Aber was könnt ihr eigentlich tun, damit ihr, sage ich mal, nicht hier 13, 14 oder 25 Minuten nur aufnehmen könnt? Ganz einfach. Also als erstes die Auflösung runter auf 1080p Full HD zum Beispiel. Die Framerate von 60 oder 120 auf 24 oder 25 oder 30 Frames runter. Dann schaltet, wenn ihr keine Bewegungen groß aufnehmen wollt, Hypersmooth aus. GPS ausschalten und die Monitore ausschalten. Tja, die große Frage bleibt: GoPro Hero 8 oder GoPro Hero 11, die ganz neue. Was sollt ihr kaufen? Das hängt natürlich letztendlich von euren Ansprüchen ab. Aber eins, finde ich, hat mein Test ganz klar gezeigt. Die Hero 8 muss noch lange nicht aufs Altenteil. Die Bildqualität ist super, die Akkulaufzeiten sind toll, sie schaltet auch später ab. Also wirklich, und das beim Gebrauchtpreis, sage ich mal, zwischen 150, 170, 180 Euro. Top-Angebot. Hier seid ihr natürlich absolut auf der Höhe der Zeit. 10-Bit Farbe, 5,3K mit 4K mit 120 Frames, die Monitore und das ganze Ökosystem. Also klar, wer so wie ich ein Technik-Nerd ist, der wird sich für die Hero 11 entscheiden. Wenn ihr aber sparen wollt, könnte ich eigentlich auch mal, dann reicht die Hero 8 meines Erachtens nach absolut aus. Das ist noch immer eine Top-Action-Cam. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn euch das Video gefallen hat, auf ein Abo oder ein Like und wünsche euch eine gute Zeit. Tech for Fun. Tschüss, macht's gut.